Hallo Leute, ich möchte mich wieder ein wenig mit der Ahnenforschung beschäftigen. Heute schaue ich mir meinen Großvater Wolkinger an. Am Anfang gleich mal zum Zwecke der Orientierung. Sie sehen, hier bin ich, meine Generation, meine Eltern. Linker Hand die Vaterlinie, rechter Hand die Mutterlinie. Mein Großvater Wolkinger befindet sich hier. Wir zoomen da mal hin. Gut. Am Anfang möchte ich mal einen Überblick über die Familie verschaffen, seine Geschwister, die er gehabt hat. Damals gab es sehr große Familien und wir fangen hier einfach der Reihe nach mal an. Sein ältester Bruder Alois Wolkinger, 1883 geboren, Maria Wolkinger, 1884, Josepha Wolkinger in Klammer Josef, eine sehr spannende Geschichte, die werde ich irgendwann separat mal durchchecken. Da hat sich der nachträglichen Eintrag das Geschlecht geändert. Weiß aber keiner von der Existenz dieses Geschwisters. Juliana Wolkinger, 1889. Franz Xaver Wolkinger, 1890. Allerdings 1901 verstorben, man Keuchhusten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Anna Wolkinger, Wolko-Kelz, wir nannten sie die Kölzern. Johanna Wolkinger, die Jägerin, 1894. Die Adelheid Wolkinger, die Schusterjoslan, geboren 1895. Peter Wolkinger, geboren 1900, dann gab es eine Notgeburt oder Totgeburt 1902. Die Theresia Wolkinger, geboren 1904 und die Agnes Wolkinger 1907, die dann in Lamprecht geheiratet hat. Der Leopold Wohlkinger selbst ist 1898 geboren. Wie man sieht, hat er sich zweimal geehelicht. Genau, dann hätten wir es eigentlich eh schon alle durch. So, schauen wir rein. Ich habe das heute noch strukturiert, habe versucht, bestmöglich so ergiebig auszufüllen, damit man damit was anfangen kann. »29. September 1898 geboren, Vater Alois Wolkinger, die Mutter Juliane, geborene Brastl.« Leopold Wohlkinger heiratete die Maria Möller am 22. Januar 28. Das war etwa ein Jahr nach dem Tod von Alois Wohlkinger, seinem Vater. Die Mutter von ihm ist etwa 4 Jahre vorher verstorben. Die brachte keine Kinder hervor. Die Maria Möller, geborene Möller, verstarb 1937 etwa im Juli. So. Er hat dann die Johanna Karl geheiratet, etwa 3 Monate später. Er selbst starb dann 1951, brachte mit seiner zweiten Gattin 3 Kinder zur Welt. So, schauen wir mal. Welche Dokumente haben wir dazu gesammelt? Wir haben eine Geburt, wir haben einen Geburts- und Taufschein. Da können wir mal schnell reinschauen. Wie bereits angesprochen, 29. September 1898,
Was hier spannend ist an dieser Stelle, er ist in Klapping 2 geboren, also nicht im Stammhaus Klapping 3, sondern Klapping 2 bei den Nachbarn drüben. Wir haben die Mutter Juliane Wolkinger, geborene Brassel, und wir haben den Vater Alois Wolkinger. Ja. Hier dasselbe auch die Screenshots aus den Matriken abgeholt von der Diözese. Dann natürlich nachfolgend in seiner Familie die Geburten seiner Geschwister. Wir sehen den Peter 1900. Der Bruder Franz Xaver ist jener, der 1901 verstorben ist und 1890 geboren war. 1902 gab es eine Notgeburt oder Totgeburt. Man möge anmerken, der erste Sohn ist 1882 auf die Welt gekommen und die Dame hat, oder die Frau Juliane Brassel hatte hier schon mit einigen Kindern oder wurde schon mit einigen Kindern belohnt. 1904 kam die Theresia zur Welt. 1907 die Agnes. Da haben wir dann ein Familienfoto, das etwa um 1909 gemacht worden sein muss. Ich schaue mal kurz rein. Es muss etwa in diese Zeit fallen, weil die beiden Jungs links und rechts sind 1898 bzw. 1900 geboren und ich würde die in etwa auf die 8 bis 10 Jahre schätzen, dann wären wir ungefähr dort. Wir haben dann ein Entlassungszeugnis aus der 8-jährigen Volksschule. Wir haben ein Porträtfoto oder das beim Fotografen gemacht worden ist. Schön zu sehen, Zigaretten in der Hand, Rauchen. Ein Foto von der Schmiedewerkstätte, das dürfte etwa um 1920 gemacht worden sein. Wir haben einen Lehrbrief zum Gehilfen, auch 1920. Wir haben ein Gesellenprüfungszeugnis 1922. Wir haben einen Gesellenbrief, auch 1922. Seine Mutter verstarb 1924. Da war er 25 Jahre alt, seine Mutter war 63. Wir haben ein Zeugnis, das für Hufschmiede ausgestellt worden ist, 1926. Sein Vater Alois Wolkinger, der Geborene 1854, ist im Jahre 1927 verstorben, im 73. Lebensjahr. Er selbst heiratete dann 1928 die Maria Müller. Wir haben dazu einen Trauungsschein im Original bzw. die Matriken. 1936 gibt es ein Familienfoto. Das Foto konnte ich etwa auf 1935, 36 hindatieren, weil die beiden Personen, die vorne rechts drauf sind die Schusterjosel Dirndln, wovon die ältere 1932 geboren wurde und die jüngere 1934. Das heißt, das könnte so hinkommen. Leopold Wohlkinger hier in der Mitte, Maria Müller, eine damals noch lebende Gattin.
Seine Ehefrau starb am 11. Juli 37 im Alter von 32 Jahren. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, DPC und Nierenversagen leiden, hat sie, glaube ich, also 37 Heirat mit der Johanna Schadl. Hier sei anzumerken, die Heirat fand in Graz in der Pfarre am Graben statt. Was mich dort beeindruckt hat, ist der Informationsfluss, dass die Teilinformationen, auch wenn die Ehelichung auswärts der Heimatpfarre war, dennoch Infos wie Kinder sind zur Welt gekommen, Kinder sind verstorben, dass die von der ursprünglichen Heimatpfarre an die Pfarre, wo die Ehelichung abgehalten wurde, nachgetragen wurden, beziehungsweise die Daten übermittelt wurden. Das bin ich sehr beeindruckt. Der Opa hat dann noch einen Buchhaltungskurs gemacht, wo er Bescheinigung gekriegt hat dafür. Sein erster Sohn, der Leopold, ist 1939 zur Welt gekommen. Eine Handwerkskarte wurde ausgestellt von der Handwerkskammer. Der zweite Sohn Alois kam 1942 zur Welt. Der Bruder meines Opas, also Alois, der älteste, der 1882 geboren wurde, 1944 verstorben. Mein Opa hat dann sein drittes Kind bekommen, meinem Papa. Hier haben wir etwa ein Foto und ein Profilbild aus dem Jahr 1948. Jedenfalls eine Konzessionsurkunde, die 1949 ausgestellt wurde. Wie bereits angemerkt, 1951 verstorben. Hier haben wir dann noch den Zeitungseintrag und der Aufruf zum Begräbnis bzw. die Sterbeurkunde. Und dann noch dieses hier zur Komplettierung. So, jetzt schauen wir schnell. Kurzer Blick in die Galerie. Da haben wir einiges abgelegt. Was könnten wir uns hier noch anschauen? Dieses Bild würde mich noch jucken. Und zwar, hier ein Bild haben wir drauf. Die Nummer 1, der Schusterjodel, ja, ist auch. Der Papa war der Ulbel. Dann ist der Ulbel verstorben. Der zweite Mann war der Winkler. Und die Nummer 2, das Mädchen, ist die Schusterjodel Maria. Nummer 3 ist Holler, der alte Kodel. 4, Leopold Wohlkinger, mein Opa. 5, die Maria Wolkinger, die 1937 verstorben ist. Nummer 6 ist der Täschel Johann. Nummer 7 ist der Schusterjodel, also der Winkler Alois. Oder Anton, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die Nummer 8 ist die Schusterjodel. Die Nummer 9 die Kohlen. Die Nummer 10 weiß ich nicht. Die Nummer 11 ist der Wolkinger Peter. Die Nummer 12 ist der Alois Wolkinger.
Die Nummer 13 ist die Frau Fortmüller, Maria Fortmüller. Die Nummer 14, das ist der Preis. Bonisch hat er sich geschrieben. Josef Bonisch, jawohl, ist richtig. 15 ist der Eduard Wagner, müsste das sein? Moment. Der Eduard Wagner ist richtig, ja. 16 ist die Pressan, müsste die Maria Wolkinger sein. Muss ich mal checken, Moment. Ja, ist korrekt. Und die Nummer 17, die Wagnerin, müsste die, ja, auf jeden Fall, es ist die Wagnerin. Irritiert mich jetzt ein wenig, dass ich das nicht weiß. Schauen wir hin. Wagner, mit wem ist er verheiratet? Ah, haben wir schon. Also haben wir geklärt, die Nummer 17 ist die Theresia Wolkinger, die den Eduard Wagner geheiratet hat. In kurz zusammengefasster Form gibt es dann noch unter Ereignissen die wesentlichsten Punkte. Die etwas ausführlichere Darstellung findet man einfach unter Lebensgeschichten, wo wir vorher eh schon drinnen waren. Ich würde meinen wollen, den Leopold Wohlkinger hätten wir soweit behandelt. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit, es war mir eine Freude. Wir hören uns wieder, oder wir sehen uns wieder. Viel Spaß!